Hi YouTube, ich bin Nova und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt, die ihr mir stellen möchtet, wichtige Sachen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Und da ich diesen YouTube-Kanal jetzt endlich beleben möchte mit total tollem Content, starte ich auch einfach direkt mit dem Q&A. Gibt nichts Besseres. Dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, interessante Fakten über mich zu erfahren, wegen denen irgendwelche schöne Kindheitserinnerungen verdrängt werden. Fange ich auch direkt mit der ersten Frage an, nämlich wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt und wurde am 10. April 1999 in Wiesbaden geboren. Eine Frage, die jetzt auch öfter aufgekommen ist, also so zweimal, was für eine Landsfrau ich bin und wo meine Wurzeln liegen. Ich bin 100% deutsch, ich bin eine deutsche Kartoffel. Meine Mama hat schwedische Wurzeln und von unserer also unsere Familiengeschichte, von der Historie her, haben wir irische und französische Wurzeln. Aber nee, ich bin deutsch. Alles, was ich brauche, ist der Irish-Trip. Katrin möchte gerne wissen, wie lange ich schon in meinem Häuschen wohne. Also für alle, die nicht Bescheid wissen, auf meinem total tollen YouTube-Kanal ist auch ein Video dazu. Ich wohne im Moment in einem Tiny House und da wohne ich jetzt seit Ende 2000 und beziehungsweise Mitte, Ende 2019. Das Video könnt ihr gerne auschecken, es ist in der Beschreibung verlinkt. Wie groß bist du? Ich bin 1,79 groß, manchmal auch 1,80, kommt drauf an, wie man misst, manchmal auch ein bisschen kleiner, aber genau, 1,79 beziehungsweise 1,80. Was hast du für einen Schulabschluss? Ich habe 2017 mein Abitur gemacht, habe ein Studium angefangen, bin damit auch nicht wirklich weit gekommen und habe auch schnell für mich herausgefunden, dass das nichts für mich ist. Ob ich jetzt nochmal irgendwann einen Bachelor anstrebe, werde ich sehen, aber bis jetzt habe ich nur Abitur. Mein Traumberuf als Kind. Ich glaube, ich wollte alles mal als Kind werden. Also ich glaube, es gab fast keinen Beruf, den ich nicht mal werden wollte. Von Tierarzt zu Pilotin, zu Polizistin, Künstlerin, Schauspielerin. Genau. Was ich wirklich, also so eine Sache, die ich länger verfolgt hätte, war Schriftstellerin. Das ist auf jeden Fall immer noch ein Hobby von mir, dass ich sehr, sehr, sehr gerne schreibe und lese. Und Schauspiel finde ich auch immer noch unglaublich interessant und würde da auch gerne, ja, mich etwas ausprobieren. Aber ja. Ich bin nichts davon geworden, aber außer eine Enttäuschung. Super, ich bin glücklich. Mega. Was war dein erstes Videospiel und wie kamst du zum Zocken? Ich glaube, mein erstes Videospiel, wenn man das so nennen kann, war von der Sesamstraße so ein Lernspiel gewesen. Aber da mein Vater früher Videospiele gespielt hat, war ich schon in jungen Jahren total angefixt. Also ich glaube, das erste Foto, was von mir gemacht worden ist, wo ich vor dem PC saß und gezockt habe, da war ich, glaube ich, 3 Jahre alt. Seitdem bin ich verliebt sozusagen und ich glaube, das erste richtige Spiel, was ich wirklich gesuchtet habe, war damals auf meinem Nintendo DS und das müsste Spyro gewesen sein. Ja. And the rest is history. Wie bist du zu Twitch gekommen? Das war 2016. Damals habe ich noch viel Overwatch gespielt und war da in so einer Overwatch-Zockergruppe mit ein paar Freunden, auch von der Schule noch. Dann meinte ein Freund zu mir so, ey Nova, du spielst auch mega gern Videospiele, so warum probierst du nicht mal Twitch einfach zu machen? So, weil ich damals auch schon ein Mensch war, der irgendwie sehr gerne geredet hat und auch nicht so die Berührungsängste hatte und dann im Allgemeinen Aufmerksamkeitsgeil. Fand ich das Konzept auch eigentlich ganz cool, habe mir mal so andere Streams angeschaut und dachte so, ey, mega nice. Ich sitze ja eh hier und spiele ja eh Videospiele, also warum nicht nebenbei einfach den Stream anhauen, vielleicht noch andere Leute kennenlernen oder einfach, ja, coole Momente erleben, coole Konversationen haben. Und so fing das dann an und dann hatte ich 2016 meinen allerersten Stream, hatte glaube ich 3 oder 4 Zuschauer, war schon sehr cool. Dann hatte ich eine 2-jährige Pause, weil ich mein Abitur gemacht habe, dann noch eine Berufsausbildung. Ja, danach habe ich wieder angefangen, habe die Liebe wieder dazu entdeckt und now we're here. Was war dein peinlichster Moment online? Knossi-Alge. Hätte ich was. Ich habe ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Wie sieht dein Traummann aus? Puls wäre nice. Und fetten AMG. Was ist dein Lieblingsfastfood? So einen schönen Köftespieß. Mein Lieblingsfastfood ist tatsächlich Döner und da wäre es dann ein Falafel-Dürüm mit scharfer Soße und alles. Turn up! Ja. Was ist dein Traumauto? Also ein Führerschein jetzt wäre schon mal nice. Also ich glaube, es macht jetzt nicht so Sinn, sich über ein Traumauto Gedanken zu machen.
wenn man noch nicht mal einen Führerschein hat. Ja, also im Moment halt ein Fahrrad. So. This needs to stop now. This is cancer. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Solche Fragen finde ich unglaublich interessant, weil es auf jeden Fall wichtig ist, ein Ziel zu haben in der Zukunft, wo man darauf hinarbeitet. Ich habe jetzt kein ganz spezielles Ziel. Also ich habe jetzt keine ganz definierte Vorstellung, wie ich sein möchte in 5 Jahren. Also die wichtigsten Aspekte sind mir, dass ich mir selber treu bleibe, dass ich meine Wünsche weiter verfolge. Ich noch ein bisschen mehr das gefunden habe, was mich erfüllt, auf einer kreativen Basis, aber auch auf einer emotionalen Basis und auch auf dem Weg, mich charakterlich so zu verbessern, dass ich immer ein besserer Mensch werde. Also ich hoffe, in 5 Jahren bin ich primär Unglaublich glücklich reich. und stolz auf mich und zufrieden mit dem, was ich tue. Und habe hoffentlich dann auch habe weiterhin ein so liebendes und inspirierendes Umfeld. Was hat dich dazu bewegt, vegan zu werden? Milch ist Gift. Das müsste vor 1,5 Jahren gewesen sein und da war ich auf Netflix und habe so ein bisschen rumgeklickt einfach und kam dann irgendwann auf eine Dokumentation und die hieß Dominion und da ging es um die Massentierhaltung und auch Milchindustrie. Also es ging primär einfach um Veganismus und wie die Tiere dort gehalten werden. Das hat mich so tiefgründig schockiert, die Umstände, die ich da gesehen habe, dass ich angefangen habe, mein ganzes Essverhalten zu überdenken und auch wie wir als Wirtschaft mit der Massentierhaltung umgehen, weil mir das so blöd es klingt und so plakativ, nie wirklich bewusst gewesen ist. Also ich habe nie, klar, wird uns ja auch leicht gemacht vom Supermarkt, wenn man irgendwie in den Supermarkt geht und dann ist da einfach Fleisch eingepackt. So. Aber die Assoziation, der Gedankengang dazwischen, okay, das Fleisch kommt aus einer Massentierhaltung, so und so sieht es da aus, das sind die tatsächlichen Abläufe, die haben sich bei mir irgendwie nie so ganz verdrahtet. Und dann habe ich weitere Dokumentationen geschaut, wie beispielsweise die Doku The Game Changers, wo es nicht primär um den Aspekt der Massentierhaltung und das Tierleid geht, sondern da ging es darum, wie veganes Essen sich auf deinen Körper auswirkt. Und da wurde ein Test gemacht mit Spitzensportlern, die auf eine vegane Diät gesetzt worden sind und inwiefern sich ihr Körper verbessert hat, die Leistung. Da kam ich dann da so rein und seitdem ernähre ich mich. Drogen, MDMA, Heroin, Kokain. Ich bin eigentlich nur sad, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe. Bist du Single? Ich betäube meine Sinne. Also wenn du Interesse hast, dann einfach gerne eine DM schicken mit ausführlichem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben. Ich muss kotzen. Alex fragt, welche Fremdsprache ich gerne beherrschen müsste, ohne dafür lernen zu müssen. Ich würde total gerne Japanisch lernen, weil ich die Sprache unglaublich schön finde und auch das Land extrem spannend und da auch gerne nochmal hinreisen möchte. Und ich würde Schwedisch gerne lernen, einfach aufgrund dessen, weil wir da ein Haus haben, eine Mama auch diese schwedischen Wurzeln hat. Und die, glaube ich, auch in Anführungszeichen recht einfach ist. Spanisch noch ein bisschen besser sprechen. Ja, welche Sprache ich auch super interessant finde, ist Russisch. Aber ich glaube, die ist ziemlich schwer zu lernen. Dementsprechend, ja. Also ich glaube Japanisch, Schwedisch und besser Spanisch. Was hast du noch für Träume, die du erfüllen möchtest? Ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr Sprachen lernen, noch mehr die Welt bereisen. Also noch mehr, als ich es jetzt schon machen durfte. Ich würde gerne einen Weg finden, noch mehr meine künstlerische Ader zu fördern. Also mehr Sachen machen, die ich nur für mich selber mache und wo ich so ein bisschen ja einfach aufgehen kann und aufblühen kann. Ich würde gerne mehr Kunst machen, mehr malen. Ich würde mich gern weiterbilden, ob es jetzt Geschichte ist oder antirassistische Themen oder über Feminismus. Also es gibt viele Sachen, das sind so Träume von mir, dass ich mich da einfach noch weiterentwickle und irgendwann vielleicht ein eigenes Haus haben. Vielleicht mal auswandern. I don't know. Oh lol. Eine Frage auf Englisch. Oh Gott. What celebrity would you like to meet at Starbucks for a cup of coffee? Das wäre bei mir Michelle Obama, Marilyn Monroe und Falco. 2 davon nicht mehr unter uns weilen, aber das wären auf jeden Fall Menschen, mit denen ich mich gerne mal auf einen Kaffee treffen würde und mich mit denen mal unterhalten. Ich glaube, die haben sehr viel zu erzählen. Hast du einen OnlyFans-Account? Ich habe keinen OnlyFans-Account und denke auch nicht, dass ich mir jemals einen machen werde. Dennoch habe ich mir den Namen gesaved auf OnlyFans, falls ich mich doch mal umentscheiden sollte. Vielleicht nie, vielleicht morgen, who knows. Aber jeder, der das macht, wie gesagt, bin ich größter Supporter. Hoffe, dass ihr ganz viel Money maked und rich werdet. So, was meinst du? Nice. Dass du es durchgehalten hast durch dieses Video und es bis zum Ende geschafft hast. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht ein Like da lässt. Gönn mir und mein ein Hack. Abo, weil jetzt auf jeden Fall mehr YouTube-Videos kommen. Falls dich das interessiert, kannst du auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Da streame ich immer. Und ja, danke fürs Zuschauen. Dir noch einen schönen Tag. Ciao. Hi YouTube. Was ist das?
What the hell?